What I love about being a sommelier is that you never finish learning. Of course, wine is a continuously changing product. There are new wine regions being discovered. There are former, older wine regions being rediscovered. There are grapes being grown in new places. There's new vintage every year, and it keeps changing the entire time. What makes Bourg-Lacquin so unique in terms of its wine collection is first of all its history. It was founded by the family Bauer in 1844, so at the same time as the hotels. And at the time, actually, wine was brought here in barrel on horse carriages and then bottled here and sold here together with fine food from the hotel. And then only later did it develop within the 1970s and 80s that we really catered wine to a lot of other restaurants and hotels across Switzerland. Grüezi, Herr Goder. Hallo Herr Rahmer. Schön, Sie zu sehen. Ja, Wie geht's? herzlich willkommen. Ja, wunderbar. Und Herr Goder, schön dürfen wir in der Kronenhalle sein. Ja, Herr Rahmer, es ist immer ein großes Vergnügen, danke. Ja, genau, tatsächlich war die Kronenhalle unser erster Kunde, unser erster Partner in der Gastronomie. Und bis dahin wurden die Weine nur für die Kunden vom Bourg selbst in die Schweiz eingeführt, aber dann eben nach und nach auch in die Kronenhalle und weitere Restaurants. Ja, die Hulda Zumsteg hat ja die Kronenhalle 1924 eröffnet, erstaunlicherweise als gutbürgerliches Bierlokal, aber auf sehr gehobenem Niveau. Aber sie hatte auch eine tolle Vision, weil sie hatte den Traum zu verwirklichen, ein richtig gutes Speiserestaurant zu kreieren. Und das hat sie dann Schritt für Schritt umsetzen können, indem sie natürlich das Angebot auch ausgeweitet hat. Speziell wurden nachgefragt Champagner und Weine. Und natürlich Gustav Zumsteg ist in Kontakt gekommen zu vielen Künstlern und angefangen, eine Sammlung aufzubauen. Und irgendwann mal wurde die Sammlung so groß, dass er eigentlich zu Hause keinen Platz mehr hatte. Und dann hat er gedacht, das wäre doch eine tolle Idee, die schönen Gemälde hier in der Kronenhalle auszustellen. Und heutzutage ist die Kronenhalle wirklich eine Institution geworden. Wie ist da die Philosophie der Weinkarte? Gibt es da bestimmte Schwerpunkte in der Kronenhalle? Also die Hulda hat ja schon sehr früh, ich denke so um die 30er, 40er Jahre angefangen zu importieren. Und das ist ihr gelungen, eben dank der Zusammenarbeit mit Bourg-Lacquin. Bei den Primeur-Degustationen können wir ja nicht immer dabei sein, somit verlassen wir uns auf die Expertise von ihren Mitarbeitern und somit anhand von der Philosophie, welche ihren Mitarbeitern bekannt ist, können wir die richtigen Weine einkaufen und uns auf die Degustationserfahrungen verlassen. Und was mich ganz besonders immer freut, wenn ich in die Kronenhalle komme, ist, dass ich auch viele bekannte Gesichter sehe. Und wir durften jetzt auch schon einige gemeinsame Verkostungen und Schulungen zusammen machen. Ja, die letzte Schulung, die wir gemacht haben, die war wirklich äußerst nachhaltig und die Mitarbeiter haben große Freude daran gehabt, zu erfahren, wie man den Wein besser verkaufen kann und besser erklären kann. Und es ist schön zu sehen, wie sie damit Erfolg haben. Ich dachte, wir sprechen vielleicht noch mal kurz über den Champagner, den wir heute im Glas haben. Das ist ja von der Familie Philipponat, etwas, was uns gemeinsam verbindet. Sagen aber, er ist speziell von der Hulda in der Champagne ausgewählt worden und sie hat dann eben auch mit der Hilfe von Bourg-Lacquin diesen Wein dann, also diesen Champagner dann importieren können. Im Gaumen ist er sehr rund, also wirklich ganz angenehm zum Trinken und darum ist er und bleibt er bei uns auf der Karte als Hauschampagner. Ich finde, was man direkt im Glas sieht, ist diese ganz, ganz feine Perlage, die zustande kommt, weil selbst der Brut Rural de Reserve, also der vermeintlich einfache Hauschampagner von Philipponat, schon über 3 Jahre auf der Hefe liegt bei der zweiten Gärung. Und das macht dann diese ganz, ganz feine Kohlensäure und gibt auch tolle Noten an der Nase, finde ich immer, von so ein bisschen Hefe und Brioche. Und dann kommt natürlich die ganze Frucht der Champagnertrauben. Und wir freuen uns, weil es ist jetzt auch durch die Fürsprache von Frau Zumsteg und einigen anderen seit den 70er Jahren schon der Hauschampagner im Bourg. Deswegen ist es schön, dass wir denselben Champagner an beiden Seiten der Limmat ausschenken dürfen. Santé auf Zürich. Auf Zürich. Auf das Bourg. Since a couple of years I'm also able to
be part of the buying team of Bourg-Lacquin, where we have 3,000 different positions of wine or types of wine from 300 producers from all over the world. At Bourg-Lacquin, we need to make sure our wine collection appeals to customers walking into our shops in and around Zurich. It needs to look good in an online shop. It needs to work well in a 5-star hotel within the Swiss mountains for people that come back to the hotel from skiing. But it also needs to work for a small family-run restaurant on the Swiss countryside. So it's really a variety of wines we are looking for. And to be part of that selection team, part of that buying team is really unique. Begeistert immer total diese florale Note, die da zusätzlich zu dem klassischen Rotbeerigen kommt. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Spannend, ich finde es immer erstaunlich, wie offen der sich schon zeigt. Zumal 19 Jahre vom Jahrgang könnte schon fast noch opulenter sein, aber der zumindest an Nase ist jetzt schon sehr elegant. Ich bin gespannt, wer sich trinkt. Absolut. Eben, das ist so 19, die machen unglaublich viel Spaß, oder? Die haben auch diese zusätzliche Opulenz, Fülle. Something I really enjoy doing because it's a year-long process. You keep thinking about which wine really sparked your interest, was really an unusual moment for you in your wine journey across that year, and then write that down and present it throughout the next year. Ja, Mario, du hast jetzt 2 spannende Weine ausgesucht, die wir heute verkosten. Genau. Ich glaube, bei dem einen hast du sogar das Etikett selber gezeichnet, oder? Genau. Das ist Sauvignon Blanc, das ist weiß gepresst Pinot Noir und Pinot Gris. Zeigte sich, finde ich, sehr komplex an der Nase, hat viel von dieser sehr reifen Apfelfrucht, eine tolle Nussigkeit, aber am Gaumen dann auch eine richtig, richtig schöne Struktur, wo man, glaube ich, mit vielen Speisen, gerade aus der fischlastigen Küche, gut zu arbeiten kann. A good wine is, to me personally, one that speaks of the grapes it was made from, the place where it was grown, and the winemaker behind it. So, hence, a very authentic wine. And a high-quality, good wine you can always identify by a long aftertaste, which indicates a high complexity and age-worthiness. Wie stehst du dazu? Wie wichtig ist ein Jahrgang für einen guten Wein? Ich glaube, mit der heutigen Technik, mit dem heutigen Know-how ist diese Problematik vom Jahrgang nicht mehr ganz so ausgeprägt. Am Schluss vom Tag ist der Produzent das, was eigentlich für die Qualität bürgt. Das hat eben sehr, sehr viel auch mit dem Know-how von den Winzern zu tun, auch natürlich mit den klimatischen Bedingungen heutzutage. Und wir haben ja ein sehr historisches Sortiment. Es gibt die Firma ja schon seit 1844, also über 175 Jahre. Und wir haben ja viele Winzer, zu denen wir schon lange Partnerschaft haben, auch persönliche Freundschaften. Aber es kommt ja doch immer wieder was Neues hinzu. Es sind ja inzwischen, glaube ich, knapp 3000 Weine von 300 Winzern aus der ganzen Welt. Okay. Was sind so die Themen oder die Regionen, die dich derzeit begeistern, wo du sagst, wenn wir was Neues ins Sortiment holen, da habe ich im Moment einen besonderen Augenmerk drauf? Das hat natürlich nicht nur mit meiner Begeisterung zu tun, sondern man muss auch schauen, wie sieht es mit dem Sortiment aus, wie sieht es mit dem Markt aus, also mit den Marktbedürfnissen, welche Inputs kommen aus den Läden, kommen aus dem Verkaufsteam. Aber natürlich kann es sein, dass es irgendwas mal plötzlich im Glas hat, das dermaßen begeistert, dass man das dann präsentiert und sagt, das ist dermaßen toll, ich bin der Meinung, das sollten wir haben. Was meint ihr dazu? So. Really, it's not a buying business transaction, it's really a partnership that should translate this passion to the customers coming into the shops and looking for some wineries off the beaten track, most of them still being family run. Das ist ein Petnet. Hier ist die Hefe immer noch im Wein. Das ist eigentlich halb süß, also mit einer gewissen Restsüße abgefüllt, wie bei einem Champagner Hefe dazu gegeben. Ich durfte das Weingut ja besuchen auf Neuseeland und es war wirklich eindrücklich, diese Philosophie kennenzulernen, weil ich finde, manche gehen an dieses Thema Natural Wine sehr dogmatisch ran. Ja. Das fand ich bei dem Team dort vor Ort überhaupt nicht. Ich glaube, sie machen das wirklich aus Liebe zur Natur, aber auch aus Liebe zu gutem Wein. Ja. Auf dein Wohl. Tschüss. Okay. And I think that's what makes our profession so fascinating, and why I'm so passionate about it, is that you never finish learning, and even if you would have read an entire library on any of these topics, it keeps changing, it keeps evolving, so you need to restart immediately. And I hope that's what's going to keep me going for the next half of a century.